Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute könnt ihr schon sehen, hier geht es wieder um einen CMC Maßstab 1:18. Diesmal mit dem Bugatti Typ 35 von 1924. Ja, das ist die Verpackung von CMC. Ja, sehr schön. Ja, das ist die neue in weiß. Und wir können sehen, das ist eine Special Edition beziehungsweise mit einem schönen Lederkoffer. Ja, wie ihr sehen könnt, hier vorne CMC Exclusive Modelle, exklusive Modelle, ist ja deutsch. Und das finde ich sehr schön gemacht. Hier ist theoretisch das Modellauto drin. Ja, hier können wir sehen, ist die Beschreibung, ja, was für Features der Wagen hat und alles. Hier ist das Zertifikat. Ja, das ist die Nummer 7292. Und das ist, wie gesagt, die Bugatti Typ 35 Grand Prix Version oder Rennversion in diesem schönen Bugatti Blau, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist die Styroporbox und hier ist immer das obligatorische Poliertuch natürlich mit enthalten und hier noch solche Stützen. So, hier ist das gute Stück ausgepackt und wir können sehen, in dieser wunderschönen blauen Farbe, das kommt meiner Meinung nach mit dem Auto sehr, sehr schön rüber, auch mit den schönen Chromfelgen. Und ich würde sagen, wir gucken uns wie immer die Front an und hier könnt ihr sehen, ist sehr filigran gearbeitet worden. Ja, hier das Bugatti-Logo können wir erkennen hinter diesem gestochenen Gitter. Oben natürlich das Emblem. Und hier die Details, die hier an den Tag gelegt worden sind von CMC. Hier ist sogar eine Kurbel, die kann man drehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, die kann man drehen. Wo natürlich das Auto angemacht worden ist. Ne? Früher hatte man ja keinen Zündschlüssel. In dem Fall musste man da noch kurbeln. Kommen wir mal zur Seite. Hier auch sehr elegant, also wie gesagt, die Form ist eigentlich einmalig, finde ich. Ähnlich übrigens hinten, finde ich, wie der Schwarze Prinz, den ich übrigens auch schon vorgestellt habe. Link dazu in der Beschreibung oder im i. Hier oben, auch ein sehr schönes Fahrzeug. Und wir können sehen, hier wurde sehr detailliert wieder von CMC gearbeitet, wie man es eigentlich gewohnt ist. Ja, der Wagen ist hier zusammen, ich würde sagen, gedrahtet. Ja. Das ist wirklich hier rund um das Auto herum gespannt. Ja, hier auch. Und hier überall wurde halt eben sehr detailliert gearbeitet. Hier das Hinterrad und das Heck, wie gesagt. Sehr schlicht hier hinten im Prinzip Abluft oder Wärmeabluft Auslässe und hier unten können wir den Auspuff erkennen. Schauen wir uns die andere Seite an. Und hier ist auch sehr detailliert natürlich gearbeitet worden. Hier können wir erkennen, hier ist eine Handbremse. Ja. Ich kann euch das auch nochmal demonstrieren, hoffe ich. Also wenn ich hier am Rad drehe, hier, ich versuche es mal. So, kann man das Ganze abbremsen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier. Also hier ist eine aktive Bremse verbaut. Finde ich große Klasse, also ist wirklich ein Detail, was mir jetzt gut gefällt. Auch wenn der Wagen eigentlich in der Vitrine steht. Oder wahrscheinlich bei den meisten in der Vitrine steht, ist das ein Detail, die ich natürlich begrüße. Ja. Des Weiteren kann man natürlich alle Reifen abschrauben. Ich möchte euch das mal kurz präsentieren. Mit diesen Zentralverriegelungen hier. Mit Zentralschrauben. Ja. Ich hoffe, das geht einigermaßen. So. Und schon kann man den ganzen Reifen abnehmen. Ja, sieht so aus. Und hier kann man nochmal erkennen, mit welcher Detailliebe hier gearbeitet worden ist. Wenn ich das hier bewege. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Bewegt sich drin die Bremse ebenfalls mit. Also das ist auf jeden Fall wirklich sehr schön. Also CMC typische Qualität. Also das wirklich macht Spaß, diese Autos anzugucken. Kann man nicht anders sagen. Auch wenn das natürlich hier eine sehr friemliche Sache ist. Ich glaube, ich mache das ohne Handschuhe. So. Ist wieder dran geschraubt. Hier oben kann man den Benzinstutzen natürlich auch öffnen.
Und ich würde sagen, wir gucken uns natürlich gleich den Innenraum an, wenn er uns schon hier anlacht. Und hier ist wirklich sehr detailliert gearbeitet worden. Also das ist schon große Klasse. Hier wieder mit diesem schönen gebürsteten Blech bzw. Aluminium. Ja, der Innenraum sehr detailliert. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also hier wurde auch gearbeitet mit Leder auf den Sitzen. Also sehr detailliert. Das Lenkrad. Und hier oben Windschutz. Es gefällt wirklich sehr, sehr gut, das Ganze. Hier haben wir auch noch einen kleinen Hebel. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Gangschalter. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Motor an. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, das ist vielleicht zu viel Liebe zum Detail. Das ist wirklich sehr schwer, die kleinen Laschen hier aufzumachen und vor allem noch schwerer zu schließen. Also das ist eine Sache, wo ich sagen würde, hätte man vielleicht so lösen können, so ähnlich wie beim Schwarzen Prinz. Da ist der Gürtel hier eingehakt, beziehungsweise der Lederriemen. Und den konnte man dann rausziehen, also von unten nach oben. Das ist hier leider nicht der Fall. Ja, Freunde, ich habe jetzt das gemacht, was ich eigentlich nicht machen möchte. Und zwar habe ich jetzt diese komplizierten, in Anführungszeichen komplizierten Gürtelschlaufen gelöst. Ich weiß zwar nicht mehr, wie ich die dran kriegen soll. Ich habe jetzt hier einmal diese Schraube gelöst von dem langen Gurt hier vorne und den habe ich etwas vorgeschoben. Mal gucken, ob ich das wieder zurückkriege. Aber ich möchte euch ja doch die Motorhaube aufmachen bzw. den Motor zeigen. So. Ich öffne jetzt mal hier eine Seite. Ich hoffe, ihr könnt jetzt erkennen, es hat sich natürlich gelohnt. Er schämt sich offenbar ein bisschen. Halte jetzt hier fest. Also es hat sich schon gelohnt, hier reinzugucken. Sehr detailliert gearbeitet, wie man es von CMC kennt. Hier Blech, wie gesagt, durchstochen. So muss das sein. Hier sieht man auch sehr viele Details. Also das ist schon sehr, sehr schön. Schauen wir uns das Ganze von der anderen Seite noch an. Und hier schauen wir auch natürlich rein. Und das ist natürlich auch sehr, sehr detailliert. Ja? Also da hat sich CMC natürlich nicht lumpen lassen. Ja, alles für euch. Ich hätte es normalerweise zugelassen, weil ich wahrscheinlich zu feige wäre, um das Ganze zu öffnen. Wie ich das jetzt wieder zumache, das weiß ich natürlich noch nicht. Ich würde sagen, dafür könnt ihr mir ruhig ein Abo dalassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder empfehlt mich weiter. Schreibt gerne einen Kommentar. Was ist eure Meinung dazu? Würdet ihr lieber darauf verzichten wollen, auf die Schlaufen, beziehungsweise das vielleicht magnetisch hier dran befestigen? Das fände ich auf jeden Fall gut. Ja, das ist halt zu viel Detailliebe. Das ist natürlich gleichzeitig Kritik und Lob in einem. Ja, also das würde schon besser sein, glaube ich, wenn man es einfach per Magnetclip hier irgendwo befestigen könnte. Das sähe auf jeden Fall optisch immer noch sehr gut aus und es würde einfacher sein als Sammler, sage ich mal. Ja? Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Gefällt es euch? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, bin wirklich gespannt. Schaut euch gerne auch meine anderen Vorstellungen an von Modellautos, auch von CMC natürlich. Abonniert meinen Kanal, teilt und liked meine Videos, helft dem Kanal zu wachsen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.